Wir stoßen in der tunesischen Wüste auf ein verlassenes Filmset. Doch plötzlich ändert sich alles. Und als es dunkel wird, stecken wir auch noch im Sand fest. Wir sind Sonja und Raj und reisen mit unserer Tochter um die Welt. Über staubige Pisten, durch endlose Wüsten entdecken wir die Welt jenseits von Reiseführern. Wild, spannend und voller Wunder. Unterwegs treffen wir immer wieder Menschen, deren Lächeln keine Übersetzung braucht, und erleben eine Gastfreundschaft, die uns immer wieder sprachlos macht. Nach mehreren Monaten auf der arabischen Halbinsel und einem Abstecher nach Mauritius, um unsere Familie zu besuchen, sind wir jetzt wieder back on the road. Kommt mit uns auf unser nächstes Abenteuer, wie wir mit unserer Tochter die Welt erkunden. Wir fahren gerade am Salsee Chott El Djerid vorbei. Unser Weg führt heute nämlich weiter in den Süden Tunesiens nach Tozeur. Und dieses überdimensionale Schild weist darauf hin, dass Kamele hier Vorfahrt haben. Und tatsächlich dauert es auch echt nicht lange, bis die ersten Kamele auftauchen. Und da vorne ist auch schon Tozeur mit dem großen Stadttor, durch das wir jetzt gleich reinfahren. Wir rollen also einmal quer durch die Stadt. Hier im Hintergrund seht ihr das Minarett der großen Moschee und von hier ist die Medina auch nicht mehr weit. Und dann beginnt die übliche Mission, einen geeigneten Parkplatz zu finden. Ein Parkplatz ist gefunden. Wir laufen jetzt Richtung Medina, dem Schild einfach hinterher. Schaut mal diese Tür. Die hat 3 verschiedene Türklopfer, die jeweils unterschiedlich klingen. So wusste man früher im Haus sofort, wer vor der Tür steht. Ob Mann, Frau oder ein Kind. Die Lehmziegel, die prägen hier das ganze Stadtbild und haben die Fassaden zu richtig schönen Mustern verarbeitet. Das sieht nicht nur wirklich gut aus, sondern sorgt auch dafür, dass es drinnen angenehm kühl bleibt. Und hier geht's zum Café Berber. Das ist auch so ein kreativer Treffpunkt in der Medina. Schon im Treppenhaus fallen überall diese Wandmalereien auf. Und dann geht's wieder zurück in den modernen Teil der Stadt. Hier schlendern wir noch ein bisschen durch die Straßen. Hier gibt es jede Menge handgeflochtene Körbe und Taschen, natürlich aus Palmenblättern, denn Tozeur ist ja schließlich eine Oasenstadt. Datteln werden hier wirklich an jeder Ecke angeboten, vor allem die Deklet Nur. Und klar, wir nehmen uns natürlich auch noch welche mit. Für uns geht es jetzt mit der Pferdekutsche raus aus der Stadt Richtung Edenpalm. Das Edenpalm ist so eine Art Besucherzentrum. Dort dreht sich alles um die berühmte Deklet Nur Dattel, vom Anbau bis zur Verkostung. Wir waren eben schon im Garten und haben viel Wissenswertes über die Palme erfahren, über die weiblichen Palmen und über die männlichen Palmen. Das sind nämlich die männlichen Palmen, unten schmal sind und die werden nach oben dann breit. Und hier im Garten kommt eine männliche Palme auf 60 weibliche. Und jetzt sind wir hier beim Tasting und probieren lauter leckere Dattelprodukte mit Karamell, mit Schokolade, mit Ingwer, Marmelade. Wir probieren uns jetzt hier mal durch. Nach unserem Stop in Tozeur folgen wir dem rund 40 Kilometer langen Damm über den größten Salzsee Tunesiens, also über den Chott El Djerid. Die Straße, die zieht sich hier wirklich schnurgerade durch die Landschaft. Sie verbindet Tozeur mit Kebili. Unser Ziel allerdings liegt abseits vom Asphalt. Wir steuern also mit unserem Van direkt raus auf die Salzfläche. Wir müssen echt aufpassen, denn was von oben fest aussieht, ist oft trügerisch weich und schlammig. Und dann steht da plötzlich dieses alte Buswrack mitten im Nichts. Wie der wohl hierher gekommen ist? Ob er sich festgefahren hat
oder einfach aufgegeben wurde. Verrostet vom Wind gezeichnet, aber irgendwie passt er total in diese Landschaft. Wir sind noch ein ganzes Stückchen weiter raus auf den Salzsee gefahren und dann entscheiden wir spontan, wir bleiben heute Nacht hier. Zum Abendessen bereiten wir uns im Omnia was vor und dazu gibt's ein würziges Tomatenchutney aus dem Mixer. Und am nächsten Morgen schauen wir direkt raus auf die Salzfläche. Schon verrückt, wie weit draußen wir hier sind. Guten Morgen! Wir haben hier die Nacht mitten auf dem Salzsee Chott el Djerid verbracht. Unweit des verlassenen Busses, wo wir ja gestern noch waren, sind wir einfach noch ein Stück weiter hintergefahren. Und jetzt haben wir hier unser Fähnchen bald zu kleben. Das kommt jetzt gleich auf den Kalli. Wir sind hier im kleinen Dörfchen Sidi Bou El und starten jetzt unsere Wanderung von hier. Wir starten also zum Bou El Hike. Das ist ein Rundkurs von etwa 10 Kilometer durch die Canyons. Doch bevor es gleich in den Canyon geht, laufen wir jetzt erstmal hoch zu diesem Marabut hier. Das thront direkt oberhalb der Schlucht. Dieser weißgetünchte Kuppelbau, der ist ganz typisch hier für die Region und ist der Heiligenschrein von Sidi Bou El. Es war also ein lokaler Heiliger, der hier lebte und galt als besonders spirituell. Und jetzt laufen wir durch den Canyon. Kommt euch die Kulisse irgendwie bekannt vor? Denn wir stehen hier mitten in einem der berühmtesten Filmcanyons der Welt. Egal ob Star Wars, Indiana Jones oder der englische Patient, die ganz großen Regisseure haben ihre Crew genau hierher geschleppt, weil die Felsen einfach nach einer anderen Welt aussehen. Es ist echt ein Mix aus totaler Wüstenstille und diesem krassen Gefühl, dass man mitten in einem Filmset steht. Wir haben jetzt gerade diese erste enge Schlucht verlassen und laufen jetzt über diese riesige weite Fläche. Das Krasse ist, die Sidi Bou El Schlucht ist eigentlich ein ganzes Labyrinth aus mehreren Canyons. Leute, nach fast 5 Stunden Wanderung stehen wir jetzt hier auf diesem Plateau, aber von unserem Van keine Spur
Und das Marabut, das uns als Orientierungspunkt gedient hat, das hat sich wohl hier irgendwo in der Wüste versteckt. Aus den geplanten 10 Kilometern, da sind flockige 16 Kilometer draus geworden. Aber hey, wir haben es bis zur Straße geschafft. Kurz die Hand rausgehalten und wir haben ein Upgrade bekommen. Wir sitzen jetzt hier auf der Ladefläche von diesem Pickup und hoffen gleich an unserem Van zu sein. Und da steht er. Wir rollen weiter Richtung algerische Grenze, durchfahren Nefta und lassen die letzte Zivilisation so langsam hinter uns. Unser Ziel liegt allerdings nochmal 15 Kilometer weiter in der Wüste, mitten im Nirgendwo. Die Sonne steht jetzt schon verdammt tief. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es ist stockfinster und wir wollten eigentlich nur unser Nachtlager unweit von Mos Espa aufschlagen. Aber der Sand hatte wohl andere Pläne. Yeah! Mission Befreiung erfolgreich abgeschlossen. Guten Morgen. Bei uns gibt's jetzt erstmal French Toast. Und schaut euch mal dieses Panorama an. Und wir haben Gesellschaft bekommen. Direkt neben unserem Van macht es sich ein Kamel gemütlich. Schon verrückt. Wir stehen hier gefühlt am Ende der Welt, haben eigentlich mit absolut niemandem gerechnet. Und dann tauchen plötzlich die beiden mit ihrem Kamel hier auf. Und dann stehen wir vor dem bekannten Schriftzug von Mos Espa und tauchen jetzt mal in das Star Wars-Universum ein. Von hier aus geht's jetzt zu Fuß weiter, rein in die Filmkulisse. Schon verrückt, hier einfach so durchzulaufen. Und diese Kristallgebilde hier, das sind die berühmten Sandrosen aus Gips und Sand. Wir laufen hier durch die Star Wars-Kulisse. Und hier gibt es das Babykamel. Das Filmset wurde 1997 für die Episode 1 gebaut. Schon krass, dass die Kulisse nach fast 30 Jahren hier immer noch so steht und nicht verschluckt wurde. Vor allem, wenn man bedenkt, wie extrem der Wind und der Sand hier in der Sahara sind. Denn alles, was ihr hier seht, ist nur aus Gips und Holz gebaut. Es ist wie so ein riesiges Freilichtmuseum mitten im Sand. Und jetzt nimmt uns unser Begrüßungskomitee von heute früh mit auf eine Runde über die Dünen. Zurück geht's nochmal direkt durch die Kulissen. Und schaut euch das mal an, wer da seelenruhig vor unserem Van liegt. Ein schöneres Abschiedskomitee hätten wir uns nicht wünschen können. So, wir setzen unsere Fahrt durch die Wüste fort. Es geht kilometerlang durch absolute Einsamkeit. Inzwischen ist es immer trüber geworden, alles färbt sich rötlich-braun, wir sind mitten in einen Sandsturm geraten. Und da hinten, da sieht man Ong Jemel, diesen berühmten Felsen, der aussieht wie der Hals eines Kamels. Aber bei dem Sturm halten wir mal lieber nicht an. Und da tauchen die Kulissen von Kingdoms of Fire auf, sieht aus wie eine alte Festung mitten im Sand.
Leider ist es heute furchtbar windig. Wir sind schon ganz eingesandet im Kali. Der Sand, der geht wirklich durch alle Ritzen durch. Und wir fahren hier weiterhin durch unglaubliche Wüstenlandschaften. Wir lassen den Sand und die Einsamkeit hinter uns und tauchen wieder in die Zivilisation ein. Es geht zurück durch die lebendigen Gassen von Nefta in Richtung Ras Al Ain. Aber das eigentliche Highlight thront direkt über uns auf einem riesigen Felsen. Und gegenüber der Köpfe breitet dieser riesige Adler aus Stein seine Flügel aus. Er wirkt wie der heimliche Beschützer, der von hier oben alles im Blick hat. Es ist furchtbar windig heute, deswegen bin ich so eingemummelt. Wir sind hier in Tozeur. Das war mal ein ehemaliger Vergnügungspark. Und diese Gesichter hier ist ein Andenken an einen ehemaligen, sehr berühmten Dichter von Tunesien, die man hier eingemeißelt hat in diesen Felsen. Und jetzt warten hier schon wieder 2 Kamele. Irgendwie kommt man hier nicht dran vorbei. Aber der Besitzer, der ist echt lässig. Der hat mir jetzt einfach die Zügel in die Hand gedrückt und uns komplett alleine machen lassen. Ich bin jetzt also offiziell zum Kamelguide befördert worden. Wir lassen die Steinköpfe hinter uns und fahren so langsam weiter in den Süden. Schaut mal, hier scheint gerade Schulschluss zu sein. Überall sind Kids auf der Straße und es wird gewunken. So Leute, wir rollen jetzt noch durch diese belebten Straßen, dann machen wir Schluss für heute und suchen uns ein ruhiges Plätzchen. Danke fürs Zuschauen und dass ihr unsere Reise begleitet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. In der nächsten Episode zeigen wir euch uralte Techniken, die seit Jahrhunderten das Überleben sichern. Märkte, die uns komplett aus der Komfortzone holen. Und Strecken, die uns und unseren Van an die Grenzen bringen. Bis dahin.